sehr spannend und sehr wichtig, dass wir diese Diskussion führen, auch in Österreich. Vielen Dank also nochmal und ich möchte begrüßen den nächsten Referenten, Bernd Steinmüller. Er hat ist selbstständig, hat ein Beratungsbüro für Nachhaltigkeit mit einem Schwerpunktthema Gebäude und er wird uns vorstellen, ein Gebäude, eine Sporthalle in Sande, die er schon mal vor 15 Jahren oder so bei einer Konferenz vorgestellt hat, damals ganz neu. Und jetzt wird er Erfahrungen aus 15 Jahren vorstellen. Das ist ein anderer Aspekt der Nachhaltigkeit. Wir brauchen nicht nur eine gute PHPP-Berechnung, sondern auch gute gemessene Verbräuche und das wird das Thema sein. Bitte schön. Ja, meine Damen und Herren, Nachhaltigkeit und Passivhaus, Effizienz und Erneuerbare sind in der Tat Themen, die mich seit mehr als 15 Jahren beschäftigen. Eigentlich, wenn ich genau es nehme, fast ein halbes Jahrhundert. Ich erschrecke manchmal selbst, wenn ich so einen Zeitraum nenne, denn dieses halbe Jahrhundert ist eins, was eigentlich viel zu schnell vorbeigegangen ist. Und wir sehen uns jetzt vor Aufgaben, wo man eigentlich schon hätte meinen können, dass sie längst gelöst sind. Wenn wir dann Passivhaus und Nachhaltigkeit in einem Atemzug nennen, ist das völlig zu Recht und Benjamin hat es gerade noch mal ganz, ganz deutlich gemacht. Was immer wir tun, wir müssen erst mal schauen, die Kilowattstunde zu vermeiden an der Quelle und das bedeutet, effizient zu sein. Ein Thema, das ich auch forschungsmäßig behandelt habe vor langer, langer, langer Zeit, wo nach der ersten Ölkrise große Firmen überlegt haben, wie sie mit neuer TGA, mit Wärmepumpen, mit Solarkollektoren einsteigen könnten, um Öl zu ersetzen und dann zu der Erkenntnis kam, damals hat man auch schon digital gerechnet, wir haben also Stunde für Stunde Simulation weltweit gemacht mit dem Ergebnis Efficiency first. Ja? Und wir können eigentlich einen Faktor 10 besser werden und man hätte sich eigentlich zurücklehnen können und sagen, so, jetzt warten wir, dass die Gebäude besser werden, aber es ist leider nicht so gekommen, wie wir alle wissen, sondern wir brauchten mehrere Wecker. Ein Wecker war Rio, der hat mich auch nochmal geweckt. Ich war inzwischen wo ganz anders gelandet und bin dann ans Institut Wohnen und Umwelt, da bin ich also nach Darmstadt gekommen, wo das Passivhaus dann plötzlich entstanden war, zu meiner großen, großen Freude. Und ich habe sofort gedacht, das muss in den Altbau hinein. Wir haben also Arbeitskreise gemacht über, wie kriegen wir das Passivhaus in den Altbau hinein, in den 90er Jahren. Und in Paderborn, da gab es die Agenda 21 und ich war noch irgendwie in Paderborn ansässig. Wir haben gesagt, liebe Paderborner, wacht auf, lasst uns doch mal über Passivhäuser sprechen. Nur es war sehr träge, es kam zwar in die Agenda was rein, aber es passierte lange nichts, bis dann plötzlich mal, es war 2009, nach einem Jahrzehnt Rütteln an den Türen vom Gebäudemanagement jemand auf mich zukam und sagt, wir wollen eine neue Sporthalle bauen. Die ist eigentlich schon fertig geplant, so ähnlich wie zwei andere, aber das ist ja die Chance. Jetzt können wir dann die neue Sporthalle mit der vergleichen, die wir schon gebaut haben mit den beiden. Ja, gut. Und es soll auf Sand passieren. Ja, Sand gibt es jede Menge in Paderborn-Sande und sagt, ja gut, wenn es ausgerechnet Sand sein muss, man sollte ja eigentlich nicht auf Sand bauen, aber dann lass uns das mal so angehen. So, und damit sind wir also hier beim Thema, mal gucken, wo können wir hier klicken? Ja, vor 11 Jahren, nein, vor 2011 habe ich hier vorgetragen, da hieß der Titel Passivhaus Sporthalle Sande, vorbildlich auf Sand bauen mit einem Fragezeichen. Und gut, aus dem Fragezeichen ist jetzt ein Ausrufungszeichen geworden. Wahrscheinlich, nehme ich mal an, wissen viele nicht, wo Paderborn liegt, deswegen hier nochmal die geografische Kennzeichnung, 700 Kilometer nordwestlich hier von uns. Und wie gesagt, es gibt viel Sand, mit dem man auch viel Beton anmischen kann, was also auch in Paderborn heftig passiert, sodass auch Passivhausideen dann oft erstmal im Beton stecken bleiben. Aber es ist dann ja, wie gesagt, doch was passiert und als man mich dann fragte, habe ich natürlich nicht Nein sagen können und das war der Ausgangspunkt. Wie gesagt, es gab schon Referenzobjekte und die Randbedingung war, wir sollten das Architekturkonzept, wie es schon bestand, einhalten, die Hallengeometrie, die Vorhangfassade, die Lichtkuppeln. Es sollten Bäume erhalten werden, also auch mit Abschattung und Ausrichtung und solaren Gewinnen war da nicht mehr viel zu optimieren. Und natürlich, wie alle wissen, eine Sporthalle hat eigentlich 3 Stockwerke. Ja. Man darf aber nur auf ein Stockwerk, weil die
erste und zweite Etage sind nicht bewohnt, nicht? Die sind leer, ist Luft. Man darf also alle Energien nur auf eine Energiebezugsfläche umrechnen, die ein Drittel von dem ist, was ein Mehrfamilienhaus hätte, der gleichen Kubatur. So ist also schon eine Herausforderung zu sagen, ja, lass uns doch das erste Pilotprojekt für Paderborn mal als Sporthalle machen, weil wir ja schon andere gebaut haben, muss das doch ganz einfach sein. Und auf Sand machen wir es auch noch. Gut, da haben wir so ein paar Gründungsprobleme, aber Herr Steinmüller, das werden Sie ja vielleicht auch hinkriegen. Und es ist natürlich kein Geheimnis, wie wir alle wissen, man kann natürlich auch auf Sand bauen, deswegen das Fragezeichen ist eigentlich überflüssig. Man hat natürlich es dann mit Gebirgskämmen zu tun, das sind die Streifenfundamente und die haben nochmal Brunnenfundamente. Und man hat also ein Gebirge mit verdammt vielen Gipfeln da unten. Und dann ist die erste Frage, Herr Steinmüller, müssen wir denn das alles dämmen? Und ich sage, gucken wir ins PHPP rein, das gab es ja auch schon, machen mal kleine Wärmebrückenberechnung. Und ich habe gesagt, liebe Leute, Baugrund Sand hat auch Vorteile, insbesondere bei euch ist er relativ trocken, wir können eigentlich die Dämmung da unten weglassen. Geht denn das wirklich? Naja, wir haben uns dann auf einen Kompromiss geeinigt. Ich habe gesagt, okay, zumindest die Brunnenfundamente, die hier auf dem nächsten Bild eingezeichnet sind, die dämmen wir alle nicht. Und wenn ihr wollt, machen wir dann ein bisschen Dämmung dazwischen die Brunnenfundamente. Wir sparen die Sauberkeitsschicht. Das ist dann jetzt Dämmung, zwar nicht 24 cm, sondern 12 cm Dämmung dazu, haben wir die Sauberkeitsschicht gespart und außen machen wir dann eine Randdämmung und siehe da, wir haben dann praktisch effektive U-Werte unter 0,1 gehabt für den ganzen Hallenboden und das Thema auf Sand bauen war damit gelöst, billiger eigentlich als für die Referenzzahlen. Gut, und wenn wir dann hier noch das Bild von dem vielen Sand, was wir dort haben, und das andere ist alles kein Hexenwerk. Wir haben dann eben Holzträger und nicht die berühmten Aluhalter da drauf geschraubt, mit 28 cm Mineralwolle gedämmt, oben das Dach, 36 cm Mineralwolle drauf und dann, ja gut, natürlich alles luftdicht gemacht, sodass die Blower-Tester happy waren, dass wir plötzlich einen N50-Wert von 0,1 hatten. Und das ist natürlich auch bares Geld und bare Betriebsenergie, die wir Jahr für Jahr einsparen. Und alle waren glücklich damit. Dazu dann eine Lüftungsanlage, wie sie in jedes Passivhaus gehört, wobei wir hier natürlich auch noch Kaskadierung gemacht haben. Wir haben gesagt, diese Luft können wir zweimal nutzen, einmal in die Halle reinpusten, die blauen Pfeile rein und dann die Luft, die in der Halle benutzt wird, die können wir natürlich in den Umkleiden normal benutzen, denn oft gleichzeitig sind ja gar keine Leute in Halle und Umkleiden. Gut, und den Trakt davor haben wir natürlich dann benutzt, um dort elegant TGA und Restheizung zu machen, die anfänglich natürlich und jetzt immer noch mit Gas passiert. So, und die Energiebilanz sah eigentlich prima aus. Wir haben sehr viele freie Wärme und wir haben dann Passivhaus-Kennwerte, Heizwärme für diese schwierige Halle, ja, 3 Stockwerke, aber wie gesagt nur eine Energiebezugsfläche, 13,5 Kilowattstunden und Primärenergie sah auch prima aus. PHPP-Grenzwert war ja 120, wir waren bei 70 und Plusenergie, darüber wurde natürlich auch gesprochen, aber wir haben erst mal gesagt, wichtig ist, dass die Gebäudehülle stimmt. So, und dann können wir natürlich noch Solarthermie oder besser Photovoltaik machen, wurde zu dem Zeitpunkt angedacht, aber noch nicht geplant und es war klar, da könnte man in Kürze auch noch was machen, was dann auch passiert ist. So, das ist die fertige Halle und ja, mit stolzen Mitgliedern des Amts fürs Gebäudemanagement davor und ein Zertifikat, das es zu dem Zeitpunkt dann auch natürlich schon gab. Und jetzt sind Sie natürlich gespannt auf die Ergebnisse, über die ich kurz berichten möchte. Ich habe diese Halle nicht vermessen, das hat also das Amt für Gebäudemanagement gemacht. Das sind die Messwerte, die hier erhoben worden sind, also viele Standardmesswerte, die Sie kennen. Es gab leider auch Messlücken 2014 und 2015, da kann ich nicht berichten, da haben einfach die Messapparatur nicht so richtig funktioniert. Und aus diesen Messwerten haben wir dann eben Evaluierungszahlen gemacht, eben Anlagenwirkungsgrad, Endenergie, Primärenergie und das verglichen mit unseren PHPP-Planungswerten. Und es ist ja immer spannend, was denn dabei so rauskommt, weil es zwischenzeitlich auch mal wieder so ist, wenn die Buschtrommeln in Paderborn laufen, ach, die Halle, die funktioniert ja gar nicht und überhaupt Passivhaus ist ja Mist, lass uns doch lieber konventionell weiterbauen. Na gut, da dachte ich, es ist doch ein guter Anlass, jetzt mal wieder nach Innsbruck zu fahren und zu gucken, was in den letzten Jahren so passiert ist. Und fangen wir also mit Heizung und Warmwasser an. Wie gesagt, ganz konventionell, Brennwertkessel, und auch darauf basierend die Brauchwassererwärmung. Das Wichtigste, das wissen wir, haben wir gerade auch vorhin noch mal gehört, ist die Heizwärme zu reduzieren. Wenn wir die unten haben, haben wir schon die halbe Miete eingefahren. Das ist also auch klimapolitisch die Prio A. Und hier also aufgetragen Heizwärme, die blauen Punkte sind die Messpunkte. Das haben wir also über 15 Jahre erreicht und die gestrichelte Linie ist der Planwert.
Das ist die durchgezogene Linie, ist der Anforderungswert von Passivhäusern. Und wir sehen im Grunde genommen, dass wir sowohl Plan wie auch die Grenzwerte nicht nur eingehalten, sondern ja, bis zu 50% zum Schluss unterschritten haben. Und damit eigentlich mit dieser Halle fast ein Faktor 10 unter dem Heizwärmebedarf von konventionellen Sporthallen sind. Der Benjamin zieht die Stirn kraus, da stimmt irgendwas nicht, oder? Gut, also die Messzahlen habe ich so geliefert bekommen und sie sollen also stimmen. Warmwasserverbrauch, gut, der ist, wie wir schon oft gehört haben, in einer ähnlichen Größenordnung, schwankt hier um den Planwert herum. Es liegt etwas drunter zum Schluss. Gut, wir haben ihn also auch unterschritten und erfüllt. Wobei dazu gesagt werden muss, er ist zwar in derselben Größenordnung wie der Heizwärmeverbrauch, aber wie oft ja schon angemerkt ist, er hat ein ausgeglicheneres Jahresprofil. Also er ist nicht das Problem. Denn im Sommer haben wir immer genug freie Solarwärme, um den Warmwasserverbrauch zur Verfügung zu stellen, und im Winter drückt er nicht so. Und normalerweise ist auch so, wenn man genau hinguckt, man kann beim Warmwasser unheimlich viel sparen. Und ich ärgere mich manchmal über die DIN-Werte, die da herausgegeben wurden unter dem Stichwort Bedarf. Das ist aber kein Bedarf, das ist eigentlich ein Verbrauch, der statistisch immer mal wieder erfasst worden ist. Wenn man da wirklich nach dem Bedarf fragen würde und das mal wissenschaftlich untersuchen würde, dann würde man erstaunt sein, mit wie wenig Warmwasser man eigentlich auskommen könnte. So, aber das ist ein anderes Thema. Ich will jetzt weiterspringen auf die TGA-Seite. Und Strom, Photovoltaik sind hier die Themen. Rechts unten, Sie sehen also, PV ist auch dazugekommen. Allerdings ist nur das Hauptdach fast vollständig bedeckt worden mit PV. Und die Nebendächer sind noch völlig frei. Blicken wir zunächst mal auf die Messwerte des Stromverbrauchs. Da war der Planwert 15, es gibt keine Grenzwertvorgabe dafür. Die Messwerte sind leicht erhöht, aber alle in der Nähe. Und im Trend haben wir sogar den Planwert getroffen. Also wenn wir jetzt diese Trendlinie, die gepunktete, da extrapolieren, dann sind wir mit der Pfeilspitze genau bei dem Planwert, der damals auch für den Stromverbrauch schon fast Zufall berechnet worden ist. So, die Stromerzeugung ist dazugekommen, hatte ich schon erwähnt. Wir haben also dann doch dort auch auf die Halle PV bekommen. Nun muss man erwähnen, dass natürlich PV sinnvollerweise nicht auf die Energiebezugsfläche gerechnet wird. Dann würde man der PV und den Planern einen falschen Weg weisen. Dann müssten wir nämlich Bungalows bauen, die viel Dachfläche haben, und die würden alle glänzend dastehen gegenüber einem mickrigen 10-stöckigen Wohnhaus, wo man nur eine Dachfläche hat. Also PV müssen wir auf die Projektion ja Dachfläche umlegen und nicht auf die Energiebezugsfläche, die sich ja multipliziert, wenn ich viele Stockwerke habe. So, bei der Sporthalle ist alles egal, weil die Energiebezugsfläche ist ungefähr auch gleich der projizierten Dachfläche. Also die Werte, die Sie hier pro Quadratmeter lesen, können Sie auch direkt eigentlich vergleichen mit den vorherigen spezifischen pro Quadratmeter Werten. Und da sehen Sie, wir haben also hier 35 Kilowattstunden pro Quadratmeter, jetzt PV auch dabei. Okay, grundflächenbezogen, wie ich schon gesagt habe, und das ist zweimal höher als der Verbrauch. Also von daher könnte man sagen, ja prima, die PV, die tut alles das, was wir wollen und deckt einen Teil des Bedarfs ab. Aber wie schon oft erwähnt, wir dürfen die nicht 1:1 verrechnen, weil die Profile unterschiedlich sind, darauf komme ich gleich nochmal zurück. So, und zwar, wenn wir dann über das PER-Diagramm sprechen, das für diese Halle, obwohl damals PER, als wir darüber gesprochen haben, 2009, 2000, gab es das noch nicht. PER wurde 2015 eingeführt, der Begriff, aber ich habe mir den Spaß gemacht, jetzt aus Anlass dieser Konferenz auch mal die PER-Diagramme hier für diese Halle gleich zu zeichnen und euch in Ihnen zu zeigen. Also damit kommen wir auch schon in die Nähe dieser spannenden PER-Diagramme. Ich fange aber erstmal mit der Primärenergie fossil an, denn das war damals auch das Kriterium, diese 120 Kilowattstunden PE, die man im Passivhaus nicht überschreiten sollte, damit nicht einer einfach nur Kühlschränke sich ins Haus setzt und sagt, prima, ich habe ein Passivhaus, die Kühlschränke liefern die Energie. Also das war die Idee dahinter, Primärenergie dort zu begrenzen. Es geht aber hier zum Schluss eben auch letztlich um die Erneuerbaren, auf die wir uns zukünftig und auch jetzt schon fokussieren müssen. Gut, zunächst mal zu den sogenannten fossilen Primärenergie nicht erneuerbar kennen werden. Hier oben die rote Linie eingezeichnet, das, was wir laut PHPP hätten machen dürfen, und blau sind die Werte, die wir erreicht haben. Also auch da steht die Halle eigentlich, nicht eigentlich, kann man gleich wieder streichen, fantastisch da. Wir sind also Faktor 2
unter dem, was wir vom PHPP hätten tun dürfen für ein Passivhaus und haben damit also die Grenzwerte des PHPPs erfüllt und die Planwerte eigentlich getroffen bzw. auch unterschritten. Das heißt, so ganz schlecht war die Planung dann auch nicht. Ja, damit können wir eigentlich schon recht zufrieden sein. Wir haben damit nämlich auch fossile schon in einem hohen Maße ersetzt, seit 15 Jahren, seit 11 Jahren, seit 12 Jahren. Und die Halle ist eigentlich schon von daher jetzt, obwohl sie noch mit Gas betrieben wird, ja, Vorbild für Nachhaltigkeit. Denn wir können natürlich jetzt auch den Brennwertkessel irgendwann mal ersetzen. So, darauf kommen wir gleich, indem wir uns jetzt hier einfach mal dem PER-Diagramm zuwenden. Und da geht es ja darum, einfach eine ehrliche Bilanz zu machen, nicht einfach was miteinander zu vermanschen, sondern erstmal getrennt zu halten. Auf die Y-Achse zeichnen wir hier nämlich die Energiegewinne durch Photovoltaik, die wir schon kennen. Das sind hier diese 35, die hier schon, mal gucken die Maus, ob die funktioniert, ne? Die hatte ich ja schon genannt. Wir haben ja 35 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr Erneuerbare hier. So, und die dürfen wir also hier uns auch auf der Y-Achse im PER-Diagramm einzeichnen. Und jetzt müssen wir doch hingehen und Heizwärme, Warmwasser und Stromverbrauch mit den entsprechenden PER-Faktoren multiplizieren, denn wir haben natürlich immer Verluste, wenn wir die decken wollen, die für Heizwärme höher sind als für Warmwasser übers Jahr gesehen. Und da kommen wir also auf die X-Achse, wo wir also hier den PER-Bedarf abtragen. Und wenn wir uns anschauen und ausrechnen, was dabei rauskommt, sind das 40 Kilowattstunden PER-Bedarf. So, und da schneiden sich dann also diese beiden Linien und wir kommen hier zu dem schönen Kreuzchen, das jetzt also für das Jahr 2023 einzeichnet, wie die Passivhaus-Sporthalle Sande im PER-Diagramm aussehen würde. Und da können wir jetzt natürlich gleich einblenden, Vergleichswerte. Wie vergleicht sich denn das mit dem, was so vom Passivhaus-Institut 2015 als Passivhaus Classic, Passivhaus Plus, das sind die Grünfelder, und Passivhaus Premium gekennzeichnet worden ist? Und ja, wir sehen, wir liegen eigentlich ganz nah am Passivhaus Plus dran, obwohl es das damals in diesem Sinne noch gar nicht gab und wir die Dachflächen eigentlich noch gar nicht voll mit PV belegt haben. Das heißt, im Grunde genommen haben wir jetzt also ganz klar insgesamt ein Passivhaus Classic, ja, aber mit ganz wenigen Zusatzschritten könnten wir daraus ein Passivhaus Plus machen. Und die wenigen Zusatzschritte, na gut, einfach die PV-Fläche nutzen, die noch da ist, vielleicht sogar auf den Parkplätzen, da gibt es ja riesen Parkflächen davor, könnte man PV aufstellen. Und natürlich ist auch der Wärmebedarf noch nicht optimiert, obwohl wir hier praktisch ein Drittel besser sind, als was wir, oder fast die Hälfte nur noch von dem brauchen, was wir laut PER-Diagramm hätten brauchen dürfen. So, und es ist ohne Problem natürlich möglich, hier nochmal zu dritteln, wenn wir einfach nur Wärmepumpen, Fernwärme oder sowas einsetzen. Und auch das GMP ist begeistert, sagt, ja, wir haben genau das Richtige gemacht. Wir haben hier eine super Halle, an der wir selbst nichts mehr machen müssen, sondern wir müssen im Prinzip jetzt nur noch ein bisschen nachoptimieren. Gut, lassen Sie mich noch kurz zum Abschluss auf weitere Erfahrungen kommen. Komponenten, Gebäudebetrieb, kommunale Umsetzung. Die Komponenten haben alle fantastisch gehalten, das, was wir von ihnen erwartet haben. Wobei eine Komponente war ganz passivhausspezifisch und da habe ich auch mit Benjamin im Vorfeld konferiert gehabt. Wir haben eben die richtigen Lichtkuppeln gesucht und es gab nicht viel. Es gab eigentlich keine Passivhaus-zertifizierten Lichtkuppeln. Wir haben dann die Sie hier sehen, eingebaut. Aber wenn Sie jetzt auf die Ausstellung gehen, der erste Aussteller, auf den Sie treffen, mit dem waren wir damals im Gespräch, er konnte nichts anbieten, aber er hat sich auf den Hosenboden gesetzt und Hausaufgaben gemacht. Er war der Erste gewesen, der Passivhaus-zertifizierte Lichtkuppeln und Dachfenster weltweit anbietet. Das ist auch mit einem Seiteneffekt vielleicht unseres Projektes gewesen. Die Nutzer und Nutzerinnen sind sehr zufrieden. Hier die Mädels vom SV Sande, die auch die Möglichkeit haben, das war uns auch ganz wichtig, der Nutzer kann eingreifen, wir haben öffnbare Fenster, die durch den Benutzer gesteuert werden können, aber eine Automatik dahinter wacht, dass die auch wieder zugehen. Das hat sich also sehr gut bewährt und das hat bedeutet, dass also auch das Amt für Gebäudemanagement Reklame gemacht hat und auch selbst gesagt hat, die Projekte, die wir jetzt angehen, unter anderem hier eine Mensa, da machen wir doch gleich das, was wir eben gelernt haben bei der Sporthalle. Oder hier beim Reismann-Gymnasium, der Altbau wird mit Passivhaustechnik saniert, rechter Hand. Geradeaus ist die neue Sporthalle, sollte auch eine Passivhaus-Sporthalle werden. Wir waren nah dran, der Fehler war bloß, es ist nicht ausgeschrieben worden als Passivhaus-Sporthalle. Sodass zum Schluss der Architekt gedacht hat, ach, der Altbau, da sollten doch die neuen Lichtkuppel rein,
Der hat die Passivhaus-Lichtkuppeln, die für die Sporthalle gedacht waren, in den Altbau gesetzt. Nur deswegen ist die Passivhaus-Sporthalle keine echte Passivhaus-Sporthalle, sondern knapp dabei vorbeigeschrammt, was nochmal zeigt, wie wichtig es ist, den Architekten ganz klare Vorgaben zu geben. Nicht, wir streben den Passivhausstandard an, sondern wir machen ihn und er wird zertifiziert. Dann wäre das da nicht passiert. Gut, aber alle sind happy und zufrieden und ja gut, in Paderborn gibt es auch viele Freiflächen, die allerdings vom britischen Militär lange Zeit genutzt worden waren, Kasernenflächen, wo auch neu gebaut wird. Und auch da haben wir natürlich versucht zu erreichen, dass Passivhaus gebaut werden soll. Es ist so halb geglückt, es ist einiges passiert, nicht vollständig. Immerhin haben wir Sozialwohnungen im Passivhausbauweise da drauf jetzt. Und die neuen Gelände, da ist also in der ernsthaften nicht nur Diskussion, sondern da wird es in diese Richtung gehen. Und die Stadt hat sogar gesagt, das neue Stadthaus, was jetzt demnächst gebaut wird, wird ein Passivhaus plus, zumindest in der Gesamtbilanz. Also das ist ja auch schon mal was. Wenn wir jetzt also zurückgucken, diese Passivhaus-Sporthalle Sande ist ein Objekt gewesen, das im Grunde genommen alle Anforderungen nicht nur erfüllt, sondern weit übererfüllt hat. Und dabei eben nicht nur demonstriert hat, dass auch unter Krisen, die es zwischenzeitlich gegeben hat, Pandemie, ja, Erdgaskrise, hat die Halle einwandfrei funktioniert, mit hoher Nutzerzufriedenheit, einem sehr geringen Heiz- und Primärenergiebedarf. Und der dauerhafte Sparvorteil, den man sich damals erhofft hatte, ist eingetroffen. Die Halle hat praktisch nicht mehr gekostet als die Vergleichshallen, war genauso teuer, aber hat viel weniger Betriebsenergie. Und sie wird auch weniger Betriebsenergie in der Zukunft haben. Das heißt, der Sparvorteil setzt sich dauerhaft fort. Sie ist nachhaltig und sie ist zukunftssicher. Sie ist krisenfest. Und es ist jetzt eine Kleinigkeit im Grunde genommen, auch noch die Erdgasversorgung auf Wärmepumpen, Fernwärme umzustellen. Ja, diese Sporthalle ist im gewissen Sinne auch ein Vorbild in der gesamten Kommune gewesen für weitere städtische Projekte. Ich hatte es schon gerade gesagt, Passivhaus Plus, das neue Stadthaus, Sozialwohnungen, Passivhausstandard und mit einer Ausstrahlung. Ich war mit Benjamin auch in Detmold, in der Nachbargemeinde, der Bezirkshauptstadt Detmold, und wir haben dort tatsächlich auch erreicht, dass der Passivhausstandard dort als Stadtstandard eingeführt wird. In Paderborn ist es ein Antrag im Stadtrat gewesen von einer bestimmten Fraktion. Allerdings die Mehrheitsfraktion hat das seinerzeit abgelehnt. Immerhin das Amt für Gebäudemanagement hat daran festgehalten und ich habe bestätigt bekommen, dass Sie, auch wenn Sie nicht offiziell Passivhausstandard überall bauen, eigentlich nur noch Passivhauskomponenten einsetzen. Das ist also toll, aber notwendig ist, wie wir gerade auch gestern noch mal gehört haben, wir müssen noch schneller werden und ein halbes Jahrhundert oder auch ein Jahrzehnt oder 15 Jahre sind zu lange. Wir müssen tatsächlich jetzt die scharfe 180-Grad-Kurve machen, damit wir nachhaltig werden und nicht aus der Kurve fliegen. Besten Dank.